Das Coole ist, dass man sich bewegen kann. Are you awake? Ach, jetzt I wird das thought I angezeigt. heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. Usually get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Ach, schön. Oh, ich mag das jetzt schon. Das ist super. Der Buschkuchen beste. Hui. Okay, wir laufen einfach. Huch. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Oh. Okay, ich will das Spiel doch nicht mehr spielen. She couldn't stay, though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Huch. Ist gerade was geflogen. Ui. Ja, das ist echt schön, das Spiel. Und da leuchtet noch mehr. Da leuchtet auch was. Oh Gott, hier leuchtet überall was. Die Musik ist auch sehr schön, muss ich sagen. Oh Gott. Oh. Ein bisschen leiser. Obwohl die Musik echt schön ist, ich weiß nicht, keine Ahnung.
wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Oh. Ist einfach noch was. Ah, ich kann damit nichts machen. Na gut. Okay. Warte, ich will was. Kann man rutschen? Okay, ne, irgendwie nicht. Das war kein Rutschen. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. No. Muss wahrscheinlich zu den ganzen Leuchte-Dingern. Hey there. Erstmal gegen den Baum laufen. Das bin ich dann wieder. Ah, Leuchtedinger. Was
weiß zwar noch nicht, was es bedeutet, aber... Hör auf. Hey. Oh, da war nichts. Da ist noch mehr. Aber da auch. Laufen wir mal weiter. Ui. Oh. Ah, wie schön, die Schmetterlinge. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ich will gar nicht viel sagen, weil die Musik so schön ist. Oh. Ui. Oh, der Wasserfall. Da läuft noch was. Oh, warte, wir gehen jetzt weiter hin. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Das ist schon sehr cool gemacht.
Dass hier die Gegenstände und was auch immer, was hier aufgestellt ist oder liegt. Und dann durch was hier. Ach, cool. Komm auch rein, so, habe ich ganz verpeilt. Oh, ist das was Besonderes? Huch. Jetzt habe ich die Schmetterlinge an mir. Jetzt nicht mehr. Ich hab sie weggeschwungen. Ja, die bleiben aber. Ja, was bringt mir das? Ja, ich nehme die mit. Ach, das juckt. Huch! Was ist passiert? Oh mein Gott. Warte. Das wollte ich noch mal machen. Was bringt mir das denn? Oh, dass sie einfach weggehen. Verstehe ich nicht, bin ich ehrlich. Egal. Es sei, ich brauche die dann nicht so egal. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Uff. Es ist einfach alles schön in diesem Spiel. Alles. Ah, wie toll. Das sind schon wieder Schmetterlinge. Oder kann ich dadurch einfach höher springen? Kann das sein? Ah ja. Also. Okay, warte mal. Verstehe. Ja, nice. Okay, hab verstanden, wie die Schmetterlinge funktionieren. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough, it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? Surprises me too.
It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, make this right, to himself, more than to me. Mir geht's ganz gut. Und dir? Wenn du es fragst. Ah, ja hoch. Ich muss alles austesten. Tatsächlich. Oh, toll. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich kann hier hoch. Kopfschmerzen sind nicht so schön. Gute Besserung. Hab ich ja die Tage auch gehabt. Aber jetzt geht's wieder. Hier oben ist noch was. Nein. Okay, ich komme da nicht hoch. Na gut. Erstmal ins Wasser. Ja. Ich muss mir alles angucken. Ich kann nicht anders. Und ich gehe grundsätzlich hinter Wasserfälle. Kann ich damit hoch? Ich will mal testen. Ja, ist wahrscheinlich nichts, aber... Ich will das angucken. Aber wahrscheinlich ist es nur das Auto von denen. Egal. Was hat denn das jetzt eigentlich gebracht? Naja, gehen wir mal da lang. Also. So, Mega Jump. Warte mal. Ach so, 3. Was? Warte mal, 1. Ja, tatsächlich, 3 funktioniert. Ich verstehe. Okay. Okay, kleine Rätsel gibt's ja auch. Das ist nett. Dann mach ich ihn mal eben weg. Oh, sowieso wieder. Verstehe. Ist cool gemacht. So. Nummer 2. Da hinten Nummer 3. Oh, das ist noch ein weißes Dingsbums. Habe ich gar nicht gesehen. Einmal springen darf ich? Nein, ich darf nicht springen. Scheiße! Okay, dann muss ich... Nee, das war auch keinen Sinn. Warte. So, schon noch nachdenken. Warte mal, konnte ich auch so hier runter? Muss ich mal... Ah, nee, Quatsch. Oh mein Gott. Ich muss aber hier hoch. Kann ich hochlaufen? Ja, okay, okay. Ich mach nochmal. Nicht drüber nachgedacht.
Zum Glück gehe ich weg, wenn ich ins Wasser falle. So, jetzt nehmen wir das. Und dann gehen wir da hoch. So. Jetzt habe ich alle. Sieht schon schön aus. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Ui. No. Hab ich das? Ah, ich hab's. Hab ich hier noch was? Okay. Weiter geht's. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Ich bin gespannt, wie lang das Spiel geht. Oh, ist das schön hier. Oh mein Gott, hier ist einfach alles schön. Weiß nicht, wohin zuerst. Gehen wir einfach mal hier lang. Wahrscheinlich ein Grund, warum die Dinger hier sind. Glaube ich. Andererseits bin ich neugierig und will zur anderen Seite gehen. Na toll. Und da scheint es aber irgendwie... Nee, ich glaube, ich muss später dahin. Ich glaube, ich bin hier schon richtig. Hier ist so still. Hier ist keine Musik. Warum ist hier keine Musik? Obwohl Naturgeräusche gehen auch. Huch. Ich habe mich gerade beschwert, weil die Musik nicht da ist oder jetzt. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real, growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye.
I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Da oben ist auch noch was. Dann gehen wir erstmal hin, bevor wir da hinten hingehen. Irgendwo da hinten. Wenn ich hier hochkomme. Oh, was ist das denn? Ein Zelt. Und, so ein Dingsbums. Wie heißt das? Guck grad nicht drauf. Schlafsack. So. Komm ich denn da hoch? Ach, bestimmt da hinten. Aha. Oh, da hinten sind ja auch noch Sachen. Moment. Ah! Upsi. Ihr wollt da nicht rein. Also runter. Mist. So. Oh, ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Weil ich 50 von diesen Sterndinger. Ich hab. Verdammt. Meine Space-Taste hat nicht funktioniert. Ich schwöre. Oder ich war wieder zu schwach zum Drücken. Mir ist es aufgefallen, dass ich manchmal zu schwach, um Tasten zu drücken bin. Bin einfach zu zart. So, jetzt aber. So schwer kann das doch nicht sein. Tada. Hui. Hoch. Ja. Was muss ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Null von 3. Ah, jetzt. Okay. Das ist ja interessant. Jetzt habe ich 1 von 3. Okay. Kann also noch Sachen komplettieren. Komplettieren heißt das so? Bin mir unsicher.
gehen wir jetzt mal da lang. So. Ja. Oh, da ist noch eine Erinnerung. Bumsi. Aber erst gehen wir hier lang. Also ich muss sagen, ich kann das Spiel jetzt schon empfehlen. Obwohl ich noch recht am Anfang bin. Ich hoffe, die Geschichte wird nicht zu traurig. Ah, das ist noch so ein Ding. Oh. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Das sind als Obsidian-Steine, alles klar. Ich ritze jetzt auch irgendwo meinen Namen in ein Stück Holz. Vielleicht bin ich dann auch offener. Nee, Quatsch. Ja. Oh. Angelrute. Wo ist die riesig? Oh, da hinten ist auch noch was. Ist das... Oh. Das ist ein Grabstein. Das ist ja nicht so schön. Nein. Okay, ich will die Geschichte nicht weiter wissen. Wenn hier schon ein Grabstein liegt. Nee. Steht.
Ist das der Baum oder liegt da noch was? Hier scheint der Baum zu sein. Sah so aus, als ob da noch was liegt. Da steht. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Muss so irgendwo das Vogelhäuschen sein, oder? Schätze ich jetzt auch mal. Oh, da ist doch was. Da läuft auch noch was. Oh Mann. Warte, da steht was. Oh, das ist ja hübsch. Noch was geleuchtet. Oh Mann, ich weiß gar nicht wohin. Wäre schon froh genug, dass man rennen kann. Obwohl Laufen auch schön ist. Aber dann dauert es wahrscheinlich nochmal 3 Stunden länger. Oder geht's da weiter? Ne, warte mal. Ach, das ist da oben am Berg, ne? Aber wie kommen wir denn da hin? Wie kommt der Fuchs überhaupt da hoch gerade? Ein Bergziegenfuchs. Ah. Hab jetzt nicht gesehen, ob man da hochkommt. Jetzt werde ich neugierig. Aber da müsste ich den ganzen Weg wieder laufen. Naja, ich mach das jetzt einfach. Ich glaube, da kann man irgendwo hoch. Glaube ich. Vielleicht kommt man auch später da lang. Ja, was ist das denn? Was ist denn das? Hier war so ein Teacher? Ich kann es gerade nicht so erkennen. Robert Teacher. Okay. Das sieht nicht so aus, als ob man da irgendwo hochkommt. Zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das so noch. Den Obsidian hatte ich ja schon. Mal gucken, ob ich den dritten finde. Mal schauen, mal schauen. Laufen jetzt erstmal zurück.
Fishing Boat. Ach, da. Fishing Boat? Aha. Hm. Da hinten ist noch was. Ein alter PC. Nicht schlecht. Dann wirkt du mal. Alles gut. Alles gut. Lurken ist ja auch erlaubt. Ausnahmsweise. Nee, Quatsch. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Kriegt doch noch hin, ja. Oh Gott. Ja, ist gerade vibriert, ey. That's a fact. Ich weiß nicht, warum ich hier oben bin, aber ich kann's. Und wenn ich's kann, ist es okay. Obwohl, ich glaube, ich muss ja da hinten hin. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Oh, was ist das denn hier? Ui. No, what? Ich kann es gerade nicht. Trace Pacers? Ist das richtig? Da ist das denn? Wieder, ja, so verpeilt und wissen, was das heißt. Egal. Was soll ich denn machen? Nee. Aha. Sind das alles Obsidiansteine? Kann das sein? Sieht zumindest so aus.
Ui. Da hoch. Ich will das mal eben austesten. Oh Gott, Handy, ey. Die Kascha kriegt irgendwas zu futtern. Moment. Jo. Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist zu hoch. Da unten sah es nicht so hoch aus, keine Ahnung. Jetzt hier lang? Spring mal direkt hier hoch. Okay, hier kann man nicht hoch. Okay, ich hab's versucht. Hier kann ich hoch. Oh. Nice. 3 von 3. Wie? Ist der hoch? Das ist so. Ich weiß es nicht. Oder ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen hoch. Geht's hier lang? Irgendwo muss da runter. Geht's hier irgendwo lang? Nein. Da muss es einen Grund geben, dass ich da hoch kann, oder? Aber es sieht viel zu hoch aus. Das ist aber wahrscheinlich. Ja, ist es. Okay. Vielleicht sollte ich auch einfach hier hin, weil das Obsidian-Ding hier ist. Wahrscheinlich geht's woanders weiter. Ich schau mal. Da leuchtet was. Habe ich das verpeilt? Oder ist das das Obsidian-Ding einfach, was leuchtet? Ich bin mir gerade echt unsicher. Oh, ist doch so ein Sternding. Hier hoch? Hier hoch. Die bringen aber herzlich wenig. Das ist das Obsidian-Ding einfach. Oder konnte ich da noch was machen? Ja, das ist Obsidian-Ding tatsächlich. Wo kann ich das noch irgendwie... Ne, okay. Muss ich mal gucken, wo es weitergeht. Aber immerhin habe ich es gefunden.
Ja, wo muss ich dann lang? Doch vielleicht da hinten, wo die Berge sind? Oder kann ich hier irgendwo hoch? Das sieht halt so aus, als ob ich da hoch kann. Hm? Da hinten ist noch so. Obwohl, das sind, glaube ich, die ganzen Obsidian-Dinger. So. Oder? Kann auch sein, dass es einfach die Obsidian-Dinger sind, die leuchten. Ich glaube nämlich schon. Voll ist da oben, oder? Nee. Aber da ging es da nicht weiter? Ich weiß es gerade nicht. Was ist da oben? Warum ist ein Vogel? Wie cool. Ach, es ist offen. Ah, okay, verstehe. Oh, da hinten steht jemand. Oder etwas. Ich glaube, das ist ein Wolf, kann das sein? Aber erst holen wir uns das hier. Ja, von der Statur aus sieht es aus wie ein Wolf. Bin ich mal gespannt. The perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Oh Gott. Oh. Gott. Musik. Oh, schreib ich schon nicht so, ey. Ach du. Hab ich gerade tatsächlich voll Musik erschreckt, auch nicht schlecht, oder? Aber es war ein Wolf. Wie ich es mir gedacht habe. Aber was hat der Wolf jetzt zu tun? Soll es sein... Nee, das macht keinen Sinn, oder? Soll es seinen Vater darstellen? Hm. Sieht das schön aus, ey.
I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Ähm. Okay. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Jetzt wird wahrscheinlich ihre Geschichte erzählt. Ein Reh, oder? You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well.
He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more, I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Life got worse and worse, and at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling of the wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. Gott, ich weine gleich. Ah. Okay. Oh. Wie schön. No. Süß.
Oh Gott, Hilfe. Ja, nicht so gewollt. Nice. Also irgendwie war es klar, dass es weitergeht. Oh, es regnet. The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. An. Oh, ja. Ich muss bringen. Und da. At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza, and to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible.
Caesar helped me understand how essential emotion is in architecture, and he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for, even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Da oben ist ein Häuschen. Das ist ja interessant. Sehr schön. Huch, was war das denn? Meh. Bestimmt geht's leichter nach oben, aber ja, das war wohl nix. Okay, es geht leichter nach oben. Na gut. Hui. Ach. Gar nicht gesehen. My dad was super supportive with my college plans, to a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Oh Mann. Ich erwische mich gerade selber. Ein bisschen. Das Spiel geht mir doch ein bisschen näher, also nahe, als ich dachte. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem ist. Also für mich ist es extrem. Hm. Warte, ist da hinten vielleicht was? Kann man hier irgendwas erkennen? Ich kann hier drauf. Auch schön. Aber hier scheint nichts zu sein. Dann gehen wir weiter.
Da hinten ist bestimmt die Firma. Das andere wahrscheinlich das Haus, denke ich jetzt mal. Von denen. Bin mir unsicher. Gehen wir mal weiter hier. Oh. Oh. Steht da? Also, please get well soon. We miss you. Auf den hier. Die Krankenschwester da. Steht auf jeden Fall überall. Und das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Bevor wir die Erinnerungen holen, werde ich die Sterne holen. Oh, ups. Ja. Ach, gut. Okay. Warte mal. Ist da noch was gesehen? Da hinten. Ich hab's doch leuchten gesehen. Oh no. Ein Krankenwagen. Kann man schon denken, worum es gleich geht. Gehen wir mal da hoch. Es ist so still gerade. So. Geht's bestimmt weiter. Oder da hinten? Ne, ich glaube eher da hinten, wo ich gerade war. Mal schauen. Das sieht auch so aus, als ob es da hinten weitergeht. Bin ich gerade an der Erinnerung vorbeigelaufen? Wie lost willst du sein? Nicht, ja. Wartet hier weiter. Ich glaube, ich bin drauf vorbeigelaufen. Jetzt bin ich verwirrt. Er muss hier irgendwo sein, ne? Habe ich doch die Dinger geholt. Und dann war das doch hier, oder? Da habe ich kurz nicht aufgepasst, ey. Jetzt wird es auch nicht mehr beleuchtet. Hä? Warum? Es geht da hinten erst. Vielleicht leuchtet es gleich wieder. Hol die Leuchtedinger.
Jetzt hier ist auch Ende, oder? Ja, wie ich es mir dachte. Eine Wand ist da. Eine unsichtbare. Hä? Hier war doch eine Erinnerung. Da bin ich komplett lost. Hä? Oder war es einfach nur, um zu zeigen, da geht's weiter. Die Musik hat auch aufgehört. Das, hier geht's auf jeden Fall weiter. Nicht, dass ich das Spiel kaputt gemacht habe. Aber hier ist auch nichts zum Ausgraben. Also ich denke mal, das ist einfach... Oder? Ach Mann. Dann geht wir weiter. Ich find's nicht. Keine Ahnung. Ach, ich hab's gefunden. Okay. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Oh. Oh nein. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on Earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us?
received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. Oh. Was? Der erste Baum erwacht und fragt behutsam, ob die Füchsin eine letzte Nachricht an ihre Kinder hätte. Sie antwortet: Oh Gott. Ich will nicht antworten, ich weiß nicht, was. Wird das so unkreativ. Wenn ich das übergehe, was passiert dann? Ist das schlecht? Ich übergehe das jetzt. I guess her journey was over. But I have no idea. It was only a dream. A distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. . 6 Monate später. Was denn jetzt? Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Mal schnell.
Warte, wenn es weiß ist, dann kann ich es mir angucken. Natürlich kein Spiegelbild. Okay, was ist das? Was? Bedroom, Living Room. Memories, Memories. Mhm. Ach, stimmt, der hat vom Militär geredet. Und ein Fuchs. Okay. Ein Hirsch. Okay. Toasty. Och, wie süß. Mhm. Ach. Ach so. Deswegen haben sie darüber geredet. Oh, wie schön. Ich würde sagen, es wird ein Mädchen. Oder existiert sogar schon das Kind? Aber warum? Hm. Hier steht auch überall AK. Kann ich auch nichts öffnen? Nö. Okay. Mal hier zu. Warte mal. Huch. Sogar bewegt. Ach, das Badezimmer habe ich total übersehen. Ich hasse es, wenn Spiegel nicht funktionieren. Mann. Manchmal wieder zu, ja, ne? Ui. Okay. Die scheinen hier eingezogen zu sein. Alles klar. Mach ich auch zu wieder. Soll nicht frieren, ne? Hier ist eine Garage. Ach. Cool. Pickup. Über AK. Also hier würde ich auch gerne wohnen. Kann ich das jetzt so machen? Oder geht das automatisch? So eine kleine Blockhütte. Okay, hier ist Müll. Ach, wie cool, die dreht sich ja richtig rum und so. Da haben sie dran gedacht. Die Creep hier reinschauen. Ach, das ist
Der Raum. Also hier würde ich auch gerne einziehen, bin ich ganz ehrlich. Gut. Ja, man hat seine Ruhe. Niemand geht hier auf den Sack. Kann ich auch rennen? Oh ja, tatsächlich. Oh, schön. Oh, wie cool ist das denn bitte? Ich hätte jetzt gedacht, man würde jetzt dauerhaft einen Fuchs spielen, tatsächlich. Ist die Leiter. Oh, hier ist ein Vogelhäuschen. Gott, hier würde ich ja ungern runterfallen. Kann ich springen? Oh, ich kann springen. Hm. Kannst nicht öffnen. Hier rüber. Aber was ist meine Mission jetzt? Oder kann ich die Briefkaste öffnen? Nö. Wer kommt? Also ich muss sagen, wer kommt denn hier hoch, um einen Brief reinzuschmeißen? Aber es sieht schon echt nice aus, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Nur, was ist meine Mission? Nein, kann nicht springen. Ui. Da geht's ja auch noch irgendwo lang. Spiel sagt nö. Oder einfach hier hinterlaufen. Das geht natürlich auch. Aber ich würde auch so gern mal mit im Wald. Würde ich gerne mal rein. In so einem Häuschen. Ach, so ein Camping-Ding ist das hier. Feuerzeug? Okay. Okay, ich kann mich hinsetzen. What the hell? Ja? Bleib stehen. Das ist so schön hier auf. Einfach auf. Oh mein Gott, ich kenne dieses Lied.
wusste doch, das kommt mir bekannt vor. Oh, sieht das schön aus. Oh mein Gott. Is this? Oh. Schöne Message am Baum. Wirklich schön. Ich hab's durchgespielt. Es ist kurz, aber mega schön.